Ende Juli 2025 sind wir in São Paulo gestartet und in Richtung Süden geradelt. Bis kurz vor Curitiba haben wir insgesamt 371 Kilometer zurückgelegt. In den knapp 3 Wochen haben wir uns 6 Tage Pause gegönnt. War auch echt anstrengend, weil die 4181 Höhenmeter ganz schön anstrengend gewesen waren. Die letzten 74 Kilometer und 885 Höhenmeter bis nach Curitiba haben wir dann in 2 Tagen durchgezogen. Es geht weiter auf der Autopista. Wir haben einen Seitenstreifen heute. Ich hoffe, der bleibt auch unter uns. Ja. Wir fahren heute übrigens zum nächsten Campingplatz. Ist ungefähr 40 Kilometer entfernt und das sollten wir schaffen. Ich beschäftige mich während der Fahrt ein bisschen mit den LKWs. Die haben teilweise 3 bis 9 Achsen. Also 8 und 9 Achsen sind relativ selten. Die meisten haben so 6, 7 oder 5. Aber es ist schon krass, ey. 9 Achsen. Das sind 8 Achsen mit 4 Rädern. Das sind schon mal 32 Räder. Und dann kommt noch die Vorderachse. Ich glaube, das ist sogar die Antriebsachse. So gut kenne ich mich nicht aus mit LKWs. Aber das sind 34 Räder dann an einem Fahrzeug. Das ist schon krass. Krass, ey. Aber allein schon so ein normaler LKW ohne Trailer, ohne Anhänger, der hat schon 10 Räder. 3 Achsen. Schon erstaunlich. Wir sind da. Wir sind auf dem Campingplatz. Da ist er. Man bestaune die ganzen Sticker von den ganzen Motorradfahrern. Hier auch, alles voll. Ja, wir werden jetzt gleich einmal reingehen und mal gucken, wo wir hier campen können. Ist richtig schön hier, aber so groß ist das gar nicht. Also eine klassische Zeltwiese gibt es jetzt nicht. Ja. Da ist das Hauptgebäude. Da ist so ein Rockerclub irgendwie. Hier ist so ein brauner Tümpel. Und dann gibt es hier so ein Ferienhaus und noch ein Ferienhaus wahrscheinlich. Und dazwischen Toilette. So, wir haben ein Plätzchen bekommen. Richtig schön hier, aber es sieht jetzt nicht aus wie ein klassischer Campingplatz, weil es gibt nicht irgendwie so eine große Wiese oder so. Also da vorne ist eine Wiese, aber das reicht maximal für 2 große Wohnwagen oder irgendwie 5 Zelte. Ansonsten ist das so ein halber Rocker-Club da vorne. Also Haus, ne? Dahinter Billardtisch und so. Und da vorne ist halt so barmäßig, was man eröffnen kann. Abends oder wenn man eine Party hat. Und naja, da ist irgendwie ein Häuschen. Ich weiß nicht, ob das ein Ferienhäuschen ist. Und da ist ein Häuschen. Beziehungsweise das da. Was auch eher so nach Ferienhäuschen aussieht. Und dazwischen Klo. Dusche haben wir da hinten in dem Häuschen. Und naja, viel gibt's hier nicht. Da ist ein brauner Tümpel, da hinten ist ein brauner Tümpel, dann ist dahinter nochmal ein brauner Tümpel. Keine Ahnung, ob das noch dazugehört. Und hier in der Ecke dürfen wir unser Zelt hinstellen. Zwischen unserem Klo und dem Ferienhäuschen. Ja.
Moin moin, da steht das Zelt, die Außenplane ist schon ab, die hängt da in der Sonne, die Sonne ist wieder da, keine Wolke am Himmel, sehr schön, aber es war doch ein bisschen kalt. Also im Schlafsack geht's, aber wenn man aus dem Schlafsack raus muss, zum Beispiel um auf Klo zu gehen, ist das doch ganz schön frisch gewesen. Leider können wir gerade nicht nachgucken, wie frisch das war, weil, naja, ich glaube, die Batterie vom Hygrometer ist alle. Aber es waren ja 2 Hygrometer dabei und das andere Ding haben wir noch nicht benutzt. Also werde ich das mal austauschen und dann können wir wieder gucken, wie warm oder wie kalt das ist. Und ja, dann müssen wir von dem anderen Ding die Batterie tauschen. Hat aber gut gehalten, ne? Über ein Jahr, also 13 Monate ungefähr hat das gehalten, das Hygrometer. Also die Batterie vom Hygrometer. Das ist schon eine gute Laufzeit, oder? Naja, ich musste gestern noch ein bisschen an mein Fahrrad rumbasteln, weil der Reifen war plötzlich platt. Und dann habe ich mich geärgert, ist das so ein gefährlicher Campingplatz hier? Nein, das war wieder so ein ganz dünner Draht, der auch zuletzt bei Ann-Kathrin im Reifen steckte. Und der hat sich auch bei mir in den Reifen gebohrt. Wahrscheinlich irgendwo von den Seitenstreifen her, von diesen ganzen Reifenteilen von den LKWs. Ja, habe ich dann rausgezogen, Schlauch einmal gewechselt, den Schlauch geflickt und jetzt sollte das halten. Also ich habe gestern Abend nochmal aufgepumpt und die Luft bleibt drinne. Sehr schön. Hoffen wir, dass wir keine weiteren Platten mehr bekommen. So, altes Hygrometer ist ausgebaut. Sieht ein bisschen benutzt aus, aber ich glaube, grobes Putzen und dann sollte es wieder gut sein. Batterie austauschen und dann sollte es wieder funktionieren. Das andere Ding sieht noch nagelneu aus. Da ist noch die Folie, die werde ich gleich rausziehen. Dann wird die Batterie funktionieren und dann können wir wieder gucken, wie warm oder wie kalt das ist. Und wenn ihr euch auch so ein cooles Hygrometer kaufen wollt, den Link findet ihr dazu in der Beschreibung unten. Wir haben es fast geschafft. Da hinten ist schon Curitiba. Wow. So viele Hochhäuser. Dann waren wir bei unserem Warmschauerhaus in Curitiba. Dort waren wir auch länger als geplant. Und wenn ihr wissen wollt, wie es uns da ergangen ist, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Vielen Dank übrigens an Tom Air, an deine Postkartenbestellung im Juni 2025 und auch an Miriam, die sich im Juni 2025 dazu entschieden hat, bei uns Kanalmitglied zu werden. Wenn ihr auch eine Postkarte erhalten wollt oder Kanalmitglied werden wollt, dann schaut einfach unter diesem Video nach. Und damit ist dieses Video auch schon zu Ende. Wir sehen uns im nächsten Video.